Was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist? Was bewegt Menschen dazu, ihn zu hassen, ihn zu besuchen? Metal-Leute und willkommen. Dies ist die Geschichte des Drachenlord. Der Drachenlord, bürgerlich Rainer Winkler, wurde am 2. August 1989 in Neustadt an der Aisch geboren. Er wuchs gemeinsam mit seiner jüngeren Schwester im elterlichen Haus in Altschauerberg auf. Sein Vater, Rudolf Winkler, arbeitete als Fernfahrer, wohingegen seine Mutter, Rita Winkler, Hausfrau war. Über sein frühes Leben ist nicht viel bekannt. Die meisten Informationen basieren auf Aussagen Rainers, wobei hier anzumerken ist, dass es kaum Möglichkeiten gibt, diese Angaben auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Als Rainer etwa ein Jahr alt war, erkrankte er schwer. Seiner Aussage nach mit teilweise 41 bis zu 42 Grad Fieber. In ein Krankenhaus wurde er jedoch nicht eingewiesen, sondern er überstand die Krankheit zu Hause. Rainer besuchte den Kindergarten in Emskirchen, wobei alle anderen Kinder in Rainers Jahrgang anschließend in der Emskirchener Grundschule eingeschult wurden. Da Rainer jedoch im August und damit im Zeitraum der Sommerferien geboren wurde, war es für ihn erst mit 7 Jahren soweit, dass es zur Einschulung kam. Vorher jedoch veranlasste laut seinen Angaben seine Mutter Rita, dass Rainer einen Einschulungstest machen musste. Aufgrund dessen Ergebnis hatte er dann ein sonderpädagogisches Förderzentrum, umgangssprachlich eine Sonderschule, zu besuchen. Angeblich wurden bei ihm sowohl Legasthenie als auch ADS diagnostiziert. An dieser Stelle ist jedoch anzumerken, dass das Verhältnis zwischen Rainer und seiner Mutter sehr angespannt ist. Daher ist es fragwürdig, ob man Rainers Erläuterung, seine Mutter hätte den Einschulungstest gefordert, Glauben schenken darf. Möglich ist auch, dass sich Rainer bereits im Kindergarten verhaltensauffällig gezeigt hat und Rita deswegen angeraten wurde, ihn testen zu lassen. Die Einschulung war für Rainer sehr schwer, da er an der Sonderschule niemanden kannte und viel lieber mit den anderen Kindern in Emskirchen in die Grundschule gegangen wäre. Dies führte in ihm zu einer Art Trotzreaktion. Zitat: „Ich habe mich dann 2-3 Jahre lang aufgeführt wie Sau." Später würde Rainer auch immer wieder behaupten, gemobbt worden zu sein. Nicht nur, dass ihn sein Status als Sonderschüler bei den anderen Kindern in Emskirchen zu einem leichten Ziel für Hänseleien machte, auch in der Sonderschule fand er kaum Anschluss und war immer ein Außenseiter. Dieser Tatsache attribuierte er auch sein häufiges Fernbleiben vom Unterricht, das darin gipfelte, dass er ein Jahr lang fast durchgehend krankgeschrieben war und er in der 5., 6. und 7. Klasse beinahe jede Woche mindestens einen Tag fehlte. Vor allem Fächer wie Deutsch und Mathe bereiteten Rainer Probleme, da er laut eigenen Angaben eher Interesse für Fächer wie Geschichte, Sozialkunde und Erdkunde hatte. Die Schule in Bad Windsheim, die Rainer besuchte, legt ihre Förderschwerpunkte auf Lernen, Sprache und emotional-soziale Entwicklung, woraus sich schließen lässt, dass es bei Rainer in einem oder mehreren dieser Bereiche schon als Kind gravierende Probleme gab. Am 21. Juli 2006 erhielt er seinen individuellen Abschluss, das heißt keinen Hauptschulabschluss, vom Sonderpädagogischen Förderzentrum Bad Windsheim. Aus dem Zeugnis ist ersichtlich, dass es zu einigen Konflikten mit Klassenkameraden gekommen war und er Probleme hatte, sich in die Klassengemeinschaft einzugliedern. Des Weiteren war er häufig dem Unterricht ferngeblieben. Im Fach Sport geschah dies sogar so oft, dass seine Leistung mit ungenügend bewertet wurde. Nach der Schule konnte er lange Zeit keine Arbeit finden. Letztendlich nahm ihn jedoch eine Firma auf. Nachdem er etwa ein Jahr bei der Firma gearbeitet hatte, starb überraschend seine Großmutter. Und ein halbes Jahr darauf schlug das Schicksal erneut zu. Bei seinem Vater, Rudi Winkler, wurde Prostatakrebs diagnostiziert.
Rainer würde später auch immer wieder behaupten, sehr von seinem Vater geprägt worden zu sein. Zwar bezeichnete er die Beziehung zu ihm als nicht liebevoll und es gab jahrelang Probleme und Streit zwischen den beiden. Zitat: Mein Vater und so und ich sind nicht so gut klargekommen, aber ich habe kein Problem damit, wie es war. Angeblich soll Rudi im Jähzorn sogar mit einem Hammer auf Rainer geworfen und ihn nur knapp verfehlt haben. Dennoch hat Rudi Rainers Ideale geformt und dient für ihn als eine Art Vorbild. Durch seinen Vater behauptet Rainer auch praktische Erfahrung gesammelt zu haben, etwa zu diversen Waldarbeiten wie Bäume fällen. Ein Streitpunkt zwischen Rudi und Rainer war das Internet. Rudi hatte es zeitlebens nicht zugelassen, dass das Haus einen Internetanschluss bekam, obwohl Rainer dies gerne wollte. Rudi verstarb am 2.7.2011 im Alter von 57 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung. Rainer erbte von seinem Vater das Elternhaus inklusive Scheune und Nebenhäuser. Auch soll er eine größere Summe Geld von Rudi geerbt haben. Laut Rainer zogen seine Mutter und Schwester etwa einen Monat nach dem Tod des Vaters aus dem Haus aus, da seine Mutter bereits einen neuen Freund hatte. Dabei ließen sie Rainer gemeinsam mit seiner pflegebedürftigen Großmutter zurück. Da er mit der Situation überfordert war, veranlasste er, dass seine Großmutter in ein Pflegeheim überführt wurde. Hier ist unbedingt zu erwähnen, dass wir nur Rainers teilweise widersprüchliche Darstellung der Ereignisse rund um den Tod seines Vaters kennen. Von seiner Mutter oder Schwester sind keine Aussagen zu den Vorfällen bekannt. Nun also, mit gerade einmal 21 Jahren, begann für Rainer das Leben ohne elterliche Autorität, allein in einem großen Haus. Wie würde er mit dieser neu gewonnenen Freiheit umgehen? Was würde er aus seinem Leben machen? Die Bühne war nun frei für den Drachenlord, wie wir ihn heute kennen.